Ich freue mich, wieder zurück in die Wildnis zu gehen. Der Sitz, Paddel, Schwimmweste. Ach du Scheiße, das habe ich mir gedacht. Na, mal gucken, was das jetzt wird. Hallo allerseits. Also, ich habe mich hier ein bisschen eingerichtet in meiner kleinen Kajüte hier. Super geiles Licht, bin ich besonders stolz drauf. Habe ich abgedämmt. Ja, und habe es mir so ein bisschen gemütlich gemacht. Mit den Insekten komme ich klar, weil das Licht nicht mehr so stark grell ist jetzt. Kommen hier auch nicht mehr so viele Mücken rein, denn selbst wenn das Fenster zu ist, hier sind überall Ritze, wo Mücken und Pio reingeflogen kommen. In diesem Moment sitzt vor mir hier auf dem Dach ein Papagei, der die ganze Zeit richtig Alarm gemacht hat. Schade, dass ich das nicht auf Kamera gerade habe, denn ich habe einfach mein Papagei-Signal gemacht, meinen Papageiton gemacht, den ich gelernt habe damals in Villa Caixirinha von einem Papagei, den ich so viel angenehmer fand als den, denn der Dude hat mich hier gestern gebissen und ich hatte die Befürchtung, dass sich das entzünden würde, aber es sieht heute schon wieder ganz gut aus. Der Finger ist ein bisschen dick, aber ja, kleiner frecher Dude, der es gar nicht böse gemeint hat, da bin ich mir sicher. Ja, wollte nur mal gucken, was ist das für ein Fleisch, aber schneidet dann in den Finger rein wie eine Schere. Und dann läuft man hier ehrlich schnell Gefahr, dass sich die Dinge entzünden. Da vorne sitzt er. Ich zeig mal drauf. Da ist er. Da guckt der Kopf rüber. Da. Er reagiert drauf. Er reagiert schon drauf. So ein bisschen, so richtig Freund ist er nicht. Aber so eine Nähe, die entwickelt sich mit der Zeit. Na du? Ha? Du wüsste gerne, was ich damit eigentlich sage, wenn ich das sage. So wurde ich immer von dem Papageien Villa Caixirinha geweckt. Der kam zu mir am frühen Morgen zu meinem Hammer, hat sich da hingesetzt und dann hat er so gemacht zu mir. Und dann bin ich wach geworden. Und dann kam er zu mir, hat sich auf die Schulter gesetzt und hat mit meinem Haar geschmust. Der hingegen hat jetzt aufgehört zu schreien und macht so solche Geräusche und guckt einfach so ein bisschen sanftmütig in der Gegend herum. Oder putzt sich, wie jetzt. Naja, vielleicht zeige ich Ihnen das später nochmal aus der Nähe. Mal gucken, wie das hier so weitergeht. Einen Tag werde ich hier noch bleiben und restliche Daten hochladen. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach mit den ganzen Videos und Gigabytes. Jetzt hat er gegähnt, aber das habe ich auch noch nie gesehen. Cool. Naja, also, bis später dann. Langsam nähert der Kumpel sich. Er versteht zu sagen, Kaffee, ein Kaffee. Und wenn ich zu ihm na sag, habe ich das Gefühl, er sagt auch na zurück. Ansonsten aber ist er mit Vorsicht zu genießen, nachdem er mich gebissen hat. Der Dude da draußen klopft einmal mehr an. Gucken wir mal, was geht. Na du? Du kannst zu mir kommen, aber du darfst mir nicht beißen, Kumpel. Er nähert sich langsam. Er oder sie. Ich weiß nicht mal, wie man Papageien auseinanderhält zwischen Männchen und Weibchen. Kann man auch vorstellen, dass das ein Weibchen war in Villa Caixirinha. Oh, ich weiß es sogar, sie haben es gesagt. Und dass das hier ein Männchen ist. Die Weibchen, wie unter den Menschen,
sind sanftmütiger, einfühlsamer, liebevoller. Die Männchen hingegen hart und forsch. Na, wie auch immer. Fenster mache ich wieder zu. Hier sind so viele Bio, ey. Das stresst richtig dolle. Beißen mir überall das Fleisch von der Haut. Und Fliegen gibt es ja auch so viele Fliegen gibt es ja überall, ne? Fliegen nerven. Diese hingegen, guck mal hier. Diese kleinen Bienen sind mir angenehm. Fliegen mag ich nicht, Mücken mag ich nicht, Bio mag ich nicht. Und davon gibt es ja einfach auch viel zu viele. Ist wieder da. Was geht jetzt? Hey. Na du? Der klopft hier mal. Ich lasse mal das Fenster ein bisschen offen und gebe ihm die Möglichkeit, hierher zu kommen. Mal sehen, ob er es macht. Denn dann kommt er mal wieder. Irgendwie ist er neugierig. Und ich auch. Da unten übrigens wird gekocht und es duftet richtig gut. Wow, also es ist ganz schön müllig hier um mich herum. Aber auch gewaltige Mangobäume. Und deshalb bin ich hier, um ein paar Mangos zu sammeln. Okay, also meine nächste Tour geht nicht sehr weit. Luftlinie sind das nur 85 Kilometer. Aber was ich hier habe an Mangos ist völlig okay, um ein paar Snacks zu haben für diese Zeit. Ich habe so das Gefühl, ich werde es bereuen, dass ich nicht mehr mitnehme. Aber denke auch, ich habe noch keinerlei Erfahrung und weiß nicht, wie sich das verhält mit dem Reifegrad. Wann verderben sie und wie lockt das Insekten vor allem an. Also will ich mich erstmal zufrieden geben mit dem, was ich hier jetzt habe. Und meine ersten Erfahrungen mit der Mango unterwegs machen. Mangos habe ich. Jetzt gilt es, Limetten zu finden. Schon aufregend. Ich denke, ich komme hierher und kann mir die Früchte kaufen. Oh, hier sind dicke Kokosnüsse. Die würde ich auch gerne nehmen. Aber stattdessen in diesem Dorf gibt es das nicht zu kaufen, sondern geh und finde sie. Hier sind Bäume und da hängen die jeweiligen Früchte dran. Aber da sind sie, ja. Limetten. Hier haben wir die Limetten. In großer Vielzahl Limetten. Und seht mal hier sind die Kokosnüsse. Was? Oh, davon will ich auch welche haben. Die nehme ich mir auch mit. Da sind noch mehr. Ja, oh, was für ein reicher Garten hier. Schön. Also, ich werde noch ein bisschen pflücken. Reiche Ausbeute.
Ey, schön. Limetten. Ich bin ja gespannt auf den Geschmack dieser Limetten. Und wie reif sie wirklich sind, ehrlich. Ich habe in meinem Leben noch nicht Limetten oder Limetten vom Baum gesammelt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass all diese Limettenbäume Dornen haben. Guck mal, was für riesenfette Dornen hier überall dran sind. Und dann heißt es an die Kokosnüsse. Da oben. Ich brauche irgendeinen Stick, irgendwas, womit ich das runterhauen kann. Klar, aber ich nicht weiß genau, was mich hier erwartet, belasse ich es dabei, bei dem, was ich habe. Wow, dreckige Angelegenheit hier, ehrlich. Die Ameisen überall beißen. Das waren alles diese grünen Papagei. So einer, der mich hier vor ein paar Tagen gebissen hat. Jetzt geht's zum Supermarkt. Wenn man das dann so nennen darf. Ich würde es Konsum nennen. Ich bin ein DDR-Kind, auch wenn ich ein Kleinkind und Baby war zu der DDR-Zeit. Aber ja, dort bin ich mit Konsums groß geworden. Und wenn ich hier im Amazonas diese Supermärkte sehe, dann muss ich mich immer an diese Konsum aus alter Zeit, aus meiner Kindheit erinnern. Puh. Ey, ich schwitze wie ein Wasserfall, hey. Jetzt kommt auch die Hitze raus. Ha. Ziemlich knackig, das alles alleine hier runterzutragen. Aber schön, dass ich bei der letzten Fuhre dann auch ja, eine Sackkarre hatte. Also, ja, also unten. Heute geht das Abenteuer weiter. Und ich freue mich. Ich freue mich, wieder zurück in die Wildnis zu gehen.
So, und was haben wir hier alles? Wie ihr sehen könnt, ist das eine ganze Menge und doch ganz wenig und nicht genug und zugleich ausreichend. Lauter Widersprüche in sich. Der Punkt ist, dass mir so einiges fehlt für so eine Reise, um wirklich gut gewappnet zu sein. So viel weiß ich nur mittlerweile, aber ich habe eben auch genug, um das Ganze zu schaffen. Und darum geht es ja. Getrocknete Früchte, Nüsse, Technologie, Hygiene-Stuff, Technologie, Protein, Honig, Wasser, 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 Stadtsachen. Ist klar, erklärt sich von alleine. Der Sitz, Paddel, Schwimmweste. Erdnussbutter, Farinha, wieder Honig, getrocknete Früchte für den Tag, Snacks, hier ebenso getrocknete Früchte. Isotonisches Getränk, Erdnussbutter, Erdnussbutter, Piss- und Waschbecher. Moskitospray für alle Fälle, wenn ich mich mal wirklich schützen muss. Hier Kokosnüsse, Mangos, andersrum. Kokosnüsse, Mangos, Limetten. Mein Zelt, meine Hammock schon eingepackt. Noch mehr Proteinpulver, Kreatin. Nahrung, Ersatznahrung, Haferflocken. Isotonisches Getränk. Haken, Leine und Öle zum Schutz gegen Insekten. Juti, das werde ich jetzt alles einräumen. Mein Kajak organisieren, dann gehe ich nochmal hoch, trinke einen Saft und dann steche ich wieder in den See. Wow. Hey, super herrlich. Also ich habe gehofft, hier Früchte zu kaufen und konnte Früchte vom Baum sammeln. Das ist sogar noch viel besser. Na dann, auf in ein neues Abenteuer. Ich gehe noch einmal hoch jetzt, trinke noch einen Saft, nehme meine restlichen Sachen, ein bisschen was trocknet noch, müsste jetzt trocken sein. Ja, und dann geht's auf in die Wildnis. Bis gleich. Manga. Ficou o nome deles, eu vou ver se tá lá o nome deles. Eu vou ver a bandeira, outra bandeira. Já faz muito tempo. É Santa Maria. É Santa Maria essa aqui, ó. Ela é Santa Maria com cobra anaconda. Com a cobra anaconda porque diz que ela que pisou na cobra. É. É. Aí ficou o símbolo da cobra aí, ó. Boiaçu, porque o rio enche e seca. É o Boiaçu, que é a cobra que tá no poço, Boiaçu. Yippie, los geht's! Auf in die Wildnis! 90 Kilometer Luftlinie liegen vor mir. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Ich bin gespannt. Ich bin keine 100 Meter, da bin ich schon wieder umzingelt von Riesenottern. Und gestern erst habe ich wieder Gruselgeschichten gehört, wie gefährlich sie doch seien, die Wölfe des Flusses. Als Gefahr nehme ich sie mittlerweile nicht mehr wahr, aber darauf verlassen will ich mich nur auch nicht. So, Santa Maria liegt hinter mir. Der Rio Branco unter mir. Und hier werde ich aber stark abgetrieben. Uiuiui. Oh, bang. Okay. Okay, ich lasse mich jetzt einfach mal einen Moment treiben, um mit euch eine kleine Unterhaltung zu führen. So,
Der Hut sitzt, ist leicht auf dem Kopf und schützt mich vor der Sonne. Fantastisch. Santa Maria liegt jetzt vor mir. Okay, Spaß beiseite. Also, Santa Maria liegt hinter mir, der Rio Branco unter mir und der Rio Cachoeirinha vor mir. Auf dem Rio Cachoeirinha, das ist das nächste Ziel, was auf Luftlinie ca. 60 Kilometer sind, befindet sich dann nach ca. weiteren 30 Kilometern das Dorf Villa Cachoeirinha. Dort ist die Familie Manderos, die mich damals so herzlich aufgenommen und gepflegt hat, während ich an einer Spinnenvergiftung litt. Okay, ich habe keine Ahnung, wie lange ich dafür wohl benötigen werde, diesen Ort zu erreichen. Ich schätze aber, ich bin in 3 Tagen spätestens da. Sagen wir 4 Tagen spätestens, bin in 3 Tagen da. Ja, Santa Maria. Ein Dorf mit ca. 700 Einwohnern, in dem ich Weihnachten erlebt habe und all meine Wünsche erfüllt wurden. Meine Wünsche waren, ein Zimmer zu haben, fließend Wasser, eine Waschmaschine, Früchte und Service zu genießen. All das hat sich erfüllt und ansonsten mich in diesem Dorf gut erholen können, neu organisieren, Kontakt zu meiner Familie aufnehmen können und eine brasilianische Weihnachten miterleben. Was ganz interessant war, aber irgendwie auch seltsam, muss ich sagen. Ich finde es immer wieder seltsam, weil der Christentum hier halt so sehr gelebt wird. Ja, sie leben eine integrierte Religion und sie leben sie stark. Ich hatte nicht gewusst, dass es so kleine Ortschaften gibt, in denen es sowohl Katholiken als auch Evangelen gibt. Hier gab es 2 Kirchen, eine katholische und eine evangelische. Ich bin in der katholischen gewesen und habe an der evangelischen nur einmal vorbeigeguckt. Was ich daran so schön finde und im Allgemeinen schön finde, ist, wenn Menschen etwas in Einheit tun. Das sind für mich grundsätzlich Gänsehautmomente. Und wie dort gesungen wurde, das war schön, das hat sich schön angefühlt mitzusingen. Toll auch, dass ein Untertitel zu den jeweiligen Liedern abgespielt wurde, dass ich habe die portugiesische Sprache mitlesen können und somit mitsingen. Die Melodie kannte ich. Das war schön. Ansonsten ist das jetzt nicht ein Ort gewesen, an dem ich mich wirklich wohlgefühlt habe. Und auch die Menschen, mit denen ich mich nicht wirklich wohlgefühlt habe. Es war okay und nicht unangenehm. Ja, so weit, so gut. Hey, ehrlich, ich bin einfach froh, wieder draußen in der Wildnis zu sein. Und habe jetzt ein paar Tage, um zu reflektieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist. Und zu genießen, was ich in dieser Zeit hier erlebe. Um dann in Villa Cachoeirinha anzukommen und freue mich da auf Menschen, die ich gerne habe. Und vor allem einen Papagei, den ich besonders lieb habe. Zu den Papageien, das wisst ihr, ich denke, dass Hunde sind der Spiegel ihrer Besitzer. Sie verhalten sich ähnlich wie ihre Herrchen und Frauchen. Doch die Papageien sind meiner Meinung nach viel mehr genau so. Wenn die Menschen unangenehm sind oder teils bösartig sind, fies sind, ungeduldig, gereizt sind, wow, dann sind es die Papageien auch. Und wenn die Menschen sehr liebevoll und sanftmütig sind, geduldig, dann ist das der Papagei auch. Und das ist der Papagei, auf den ich mich in Villa Cachoeirinha freue, der stets so super zärtlich und einfühlsam und irgendwie empathisch gewesen ist, der mir ehrlich Trost geboten hat, der mir ehrlich Trost gegeben hat, während ich an Schmerzen litt,
von meiner Spinnenvergiftung und die Menschen dazu eben genauso und ähnlich sind. Dort hatte ich meine ersten Portugiesisch-Konversationen, weil die Menschen vor Ort sau viel Geduld haben, langsam und deutlich für mich sprechen, kreativ sind in ihrer Wortwahl, denn wenn ich ein Wort nicht verstehe, dann finden sie ein anderes Wort, welches die gleiche Botschaft sagt und ich dann vielleicht verstehe. Und wenn das auch nicht, dann finden sie andere Wörter, die beschreiben das Wort, welches ich nicht verstehe, und konnte auf diese Weise neue Wörter lernen. Das ist wirklich fantastisch und ja, auf genau das freue ich mich. Das liegt vor mir. Das will ich dann zur Silvesternacht erleben mit der Familie Madeiros. Also, jetzt geht's auf, es geht weiter. Den Rio Branco runter für 60 Kilometer, um dann auf den Rio Cachoeirinha, einen kleineren Fluss mit stärkerer Strömung zu gehen, wo ich dann nochmal 30, 40 Kilometer vor mir habe, um dann in Villa Cachoeirinha anzukommen. Gut, gucken wir mal, was da so alles auf mich und uns zukommt. Hier war ich jetzt fasziniert. Bilder habe ich leider keine großartigen, wenn es auch kleine spektakuläre Begegnungen gab mit den Riesenortern hinter mir. 100 Meter neben dem Dorf, eigentlich noch im Dorf, gibt es diese Riesenotter. Das habe ich nicht geglaubt, dass diese Tiere so nah zu den Menschen kommen, und denke, dass sie sich aus diesem Grund auch anders verhalten haben. Dass sie sind näher gekommen, sie haben geplätschert, haben aber keine Bedrohung ausgestrahlt, sondern vielmehr Neugierde, Skepsis, ein bisschen Angst, aber auch viel Neugierde. Ja. Juti, also mal gucken, was hier alles jetzt vor mir liegt und was es da zu erleben gibt. Ihr seid dabei, ich freue mich drauf. Also, auf neue Abenteuer, zurück in die Wildnis. 5 bis 10 Kilometer weiter steuere ich auf eine graue Wand zu, die unmittelbar vor mir liegt. Wow, soeben hat es gedonnert, so heftig. Oh, und vor mir sind auch irgendwelche Tierchen. Ich weiß nicht genau, sind Skorpione oder Riesenotter. Auf jeden Fall knallt sie gewaltig. Oh, wow. Den Regen höre ich schon. Ich sehe ihn schon lange. Ich komme ihm immer näher. Aber ja, hey, was das eben für ein Donnern war. Das hat... Oh, hier. Golfinhos. Da. Die graue Wand. Ach du Scheiße. Das habe ich mir gedacht. Ich habe mir gleich gedacht, ich höre den Regen von hinten. Der kommt von vorne und von hinten. Ach du großer Gott. Da eine riesen fette graue Wand. Dann kommt da auch der Donner her. Der kam nämlich von hinten. Und vor mir auch so eine riesen fette graue Wand. Okay. Das ist heftig. Na, mal gucken, was das jetzt wird. Halleluja. Ich habe keinen Plan, wie gut das zu erkennen ist, aber das ist ziemlich krass, ehrlich mal. Guckt euch das mal an. Da eine graue Wand. Da eine graue Wand. Und ich bin quasi mittendrin, wo es nur nieselt, aber noch klare Sicht ist. Jemine. Also diese beiden grauen Wände, die werden gleich zusammentreffen. Und ich stecke da mittendrin. Oh yeah! Action!